Was war der größte Witz der vergangenen 5 Jahre für dich? Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Witze. Den größten Witz habe ich, glaube ich, an. Hier steht ja drauf, Sie haben diskriminiert. Und da habe ich mal wieder eine ganz normale Umfrage gemacht in Berlin. Bin dann auf 2 Damen gestoßen, die ich aber lieber nicht hätte als Damen ansprechen sollen. Denn ich habe gesagt, na, die Damen feiern Sie heute schön. Und da wurde mir gesagt, dass ich diskriminiert habe, weil ich sie eben als Damen angesprochen habe. Also das tut mir natürlich sehr leid, aber es hat so viel ausgelöst, dass es ein Riesen-Meme geworden. Es wurde auf 1000 Kanälen geteilt und dann habe ich irgendwann gesagt, ja gut, also dann werde ich doch gleich mal ein T-Shirt und Merch daraus machen und diesen Witz mal in die Welt tragen, weil das zeigt ja, in was für einer absurden Zeit wir eigentlich leben. Ich habe Sie jetzt am Anfang direkt als weibliche Persönlichkeiten angesprochen. Ich hoffe, das ist Ihnen jetzt nicht zu nahe gekommen. Cooler wäre es, neutral anzusprechen. Ja. Sie sind nicht zu nahe genommen, Sie haben diskriminiert. Ich habe diskriminiert? Ja. Marek, ist Deutschland aus Sicht eines Polen verloren? Ja, deswegen bin ich ja hier, ihr seid lost. Ne? Ihr seid wirklich am Arsch. Ich bin ja hier als Entwicklungshilfe für euch da. Wir spenden 20 Millionen jedes Jahr für euch jetzt, für den Humor, weil ich kann diese ganze Gender-Scheiße überhaupt nicht mehr ertragen. Ich glaube, dass ihr wirklich hier Probleme habt mit dem Humor. Deutschland hat einen Stock im Arsch, was das angeht. Und ich bin geschockt. Ich bin wirklich geschockt, was die letzten Tage, die letzten Wochen, Jahre hier abgeht. Der Humor ist tot hier. Und wir müssen das wieder aufleben. Und deswegen bin ich hier und alle hier, die am Tisch sitzen, wir leben das wieder auf. Das ist meine Meinung. Deswegen zum Thema, ist Deutschland ein Witz? Also würde ich jetzt erstmal sagen, nein. Aber weil ich auch von Politik keine Ahnung habe, vielleicht, wenn ich da bewandert wäre, würde ich sagen, ja, ist Katastrophe, was gerade abläuft, aber ich befasse mich damit nicht, ich bekomme davon nichts mit, ich habe meine Scheuklappen auf, ich lebe mein Leben, kümmere mich um meine Leute und bekomme von sowas nichts mit. Ich könnte das eher auf andere Sachen beziehen, weil wenn du zum Beispiel sagst, ist Deutschland ein Witz, dann sehe ich die 2 Herren da vorne mit diesen bayerischen Trachten und denke mir, ja, Deutschland ist lustig. So, das ist lustig, die sehen lustig aus, so kann man es sehen. Insofern ja, aber was Politik angeht, kann ich es nicht, möchte ich es auch gar nicht beurteilen. Nimmst du denn wahr jetzt als Stand-up-Comedian, dass dass die Grenzen des Humors schwieriger geworden sind? Ja, 100%, weil ich habe Hausverbote in sämtlichen Häusern. Ich mache keine politische Comedy offensichtlich, aber ich mache so, glaube ich, die böseste Stand-up-Comedy, die man machen kann. Und da gibt's, also ich habe nach jeder Show Diskussionen, Leute stehen auf, man kriegt Hausverbot, die Veranstalter wollen nicht mehr mit einem arbeiten, das ist Alltag auf jeden Fall. Das ist verrückt, oder? Also ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ist das schon immer so gewesen von Anfang an oder hat sich das verschärft in den Boah, ich mache es seit 12 Jahren und ich würde sagen, es ist natürlich viel, viel schlimmer geworden. Also wenn man sich heute zum Beispiel nochmal Stromberg anguckt, da dürften die heute keine einzige Folge mehr von zeigen. So. Deswegen ist es, die haben ganz klar, ich weiß nicht aus welchen Gründen, woran das liegt, aber es ist ganz klar, sind die Grenzen viel enger gezurrt worden. So, es ist viel, viel schwieriger, böse, aneckende Comedy zu machen. Ich meine, guck mal, könntest du Harald Schmidt gar nicht mehr senden. Einer der größten Entertainer, die Deutschland je hatte. Was haben wir heute? Böhmermann und Bosetti. Die sind so lustig wie eine offene Kniescheibe. Ne? Also wirklich, das ist traurig. Das ist der Niedergang der deutschen Comedy. Und die werden aber finanziert durch diese ganze GEZ, wie sagt man das, Monstrum. Und Harald Schmidt könntest du heute nicht mehr eine Woche senden. Du könntest Al-Bandi heute nicht mehr senden. Es ist traurig. Wir müssen doch lachen. Es ist scheißegal, ob die dick ist oder dünn ist oder irgendwas. Lachen, wenn es lustig ist, ob er alt ist oder nicht. Der Humor zählt. Und nicht, ob es jetzt eine Frau ist oder kann ich da jetzt noch irgendwas gendern oder irgendwas. Ist scheißegal. Lustig oder nicht. Das ist meine Meinung. Oder? Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Nancy Faeser, Agnes Strack-Zimmermann und diese ganze Versager dieser letzten Regierung haben tausende Strafanzeigen gestellt wegen Beleidigung. Ich bin aufgewachsen, ich bin schon alt. Ich bin aufgewachsen mit Helmut Kohl, damals noch in Deutschland. Der wurde beleidigt als Birne in Titanic, ne? Die haben Eier auf den geschmissen. Helmut Kohl hat nicht eine Anzeige gestellt wegen Beleidigung. Ne? Und was haben wir hier für eine eierlose Gesellschaft mittlerweile? Die fühlen sich davon beleidigt. Da frage ich mich, was seid ihr für Pussys? Wirklich. Ne? Du musst das aushalten als Politiker. Und es gibt kein Recht, nicht beleidigt zu werden. Das gibt's nicht. Und Helmut Kohl, egal wie er war, er hat das ausgehalten. Und dafür wirklich, das finde ich ganz groß. Ne? Das haben wir heute nicht mehr. Heute wird alles direkt, oh, ich fühle mich direkt verletzt. Oh Gott, er hat mich beleidigt. Ne? Was seid ihr für Lutscher? Wirklich, ist doch nicht normal hier, was in Deutschland abgeht. Wir haben ja auch diese Diskussion gehabt mit diesen Friedensdemonstrationen, was du gesagt hast, oder Frieden. Du darfst da bloß nicht mitlaufen, weil da läuft ja jemand von der mit oder da läuft jemand von dem mit. Ist doch scheißegal, wenn ich für Frieden bin und die AfD oder die BSW oder die, keine Ahnung, die Grünen sagen, na gut, die Grünen sagen nicht viel Gutes, aber die sagen, die Sonne scheint, da kann ich doch nicht dagegen sein. Aber in Deutschland habe ich das Gefühl,
dieser Scheißbegriff Brandmauer, wir dürfen das dagegen gar nicht sagen. Das ist doch Quatsch. Ich will doch das Beste für dieses Land. Und auch wenn die Grünen was Gutes vorschlagen, wird nicht passieren. Aber dann stimme ich dem trotzdem zu, weil ich will das Beste für dieses Land. Und das fehlt mir hier so ein bisschen in Deutschland, dass ihr euch zusammenrauft, dass ihr sagt, okay, ich laufe auf dieser Demo mit, neben dem Rechten, neben dem Linken, neben dem Mitte. Weißt, verstehst du? Aber das funktioniert doch dann am besten über Humor. Was Samuel sagt, dieses aus dem Politischen raus rein in so Das eine hat nichts mit Politik zu tun. Nein, so eine Metaebene von irgendwie es aus der Beobachterrolle absurd finden. Lass uns mal über diese Absurditäten sprechen, aber vielleicht aus so einer aus dieser Rolle, also mir geht's halt oftmals so, ich schaue es mir an und muss sagen, ich habe ja nun selbst 30 Jahre als Comedian gearbeitet und muss sagen, so einfach war es noch nie, gute Gags zu bekommen, nämlich indem ich einfach nur das erzähle, was ich da sehe. Das ist ja eigentlich, sind ja fantastische Zeiten. Absolut. Gerade das Geschlechtsthema finde ich immer sehr interessant. Dass man jetzt... Es gibt 80 Geschlechter, oder? Ja, absolut, natürlich. Mehr. Die hat Gott so geschaffen. Noch mehr. Die 80 Geschlechter. Das muss man sich mal überlegen. Und dann gibt es wirklich Menschen, die dann sagen, nee, es gibt mehr als 2 Geschlechter. Halt dein Maul. Aber ich sehe, wenn ich die Politik verfolge, es wird immer absurder. Jetzt gerade gestern, wozu brauchen wir eine Comedy-Show, wenn wir auch in den Bundestag einfach gucken können? Also ja, gestern, ja, Friedrich Merz erstmal durchgerutscht, dann haben sie noch durchgewunken, jetzt ist er auf einmal unser Kanzler, also Kanzler der zweiten Wahl. Das gab es noch nie in Deutschland. Nee, meiner ist er nicht. Deiner nicht, meiner gewollt auch nicht, aber damit müssen wir jetzt eben leben. Und da frage ich mich wirklich, was passierte? Jetzt haben wir ja sehr interessante Menschen, die sich auch mit Politik befassen, die dann auf die Straße gehen, so wie ich, oder anderenfalls der AfD sehr, sehr nahestehen. Die sind natürlich dann super im Blickfeld und werden genauer kontrolliert. Und dann gibt es eine Anzeige wegen Volksverhetzung, weil man, wie David Bendel zum Beispiel, ein Schild hochhält, also eine satirische Zeichnung von Frau Faeser, wo drauf steht, ich hasse die Ein Foto, offensichtlich mit Photoshop generiert, und das ist dann Volksverhetzung in der heutigen Zeit. 7 Monate, 7 Monate auf Bewährung wurde ihm angehangen. Also das kann man sich nicht mehr vorstellen, dass das jetzt die Realität ist. Ähnlich wie auch natürlich wieder eine sehr AfD-nahe Frau selber im Parteitag, die gesagt hat, wir müssen was für unsere Kinder machen, wir müssen unsere Kinder schützen, und ich habe keinen Bock auf diesen Gender-Scheiß, ähnlich wie Marek Fist das gesagt hat, und sagte, ich kann diese scheiß Regenbogenfahne nicht mehr sehen, postet das auf X und auf einmal auch Volksverhetzung. Also das kann es doch nicht sein, dass man jetzt nicht mal mehr die Politiker kritisieren darf. Das sollte unser Recht sein, als Deutsche den Staat zu kritisieren. Das ist die Aufgabe von Satire. Das ist die Aufgabe von Satire. Jetzt sind wir so also gefühlt sind wir am Peak der Empfindlichkeiten so angelangt. Und ich glaube, das wird aber auch wieder rückläufig. Also ich glaube, das kann sich nicht über so lange erstrecken. Irgendwann kippt das Ganze auch wieder, und kann mir nicht vorstellen, dass das noch länger anhält, weil irgendwann ist den Grenzen der Fantasie oder der Kreativität sind auch Grenzen gesetzt. Also irgendwann, es geht ja, also was willst du jetzt noch machen? Das kann sich noch ein paar Jahre so halten, aber das wird auf jeden Fall auch ganz böse wieder rückläufig werden, glaube ich.